Kaffee ist ein tolles Thema, Phil, oder? Coffee is always good. Ich bin ja ein großer Freund von der French Press. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Actually, I used to have a French press. I still own it, but I just had my birthday last week, and I got a Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Thank you. And I got a really nice new coffee machine, exactly the one I wanted. Except for when on my birthday party I said who wants coffee. Everybody said me. I poured the water in and it just ran through the bottom because it was broken in transport. Hättest du mich früher gefragt, ja? Ich bin der Mann der French Press. Selbst mahlen, selbst eingeben, selbst rühren, bisschen Kakao, bisschen Salz und zack geht's ab. Artisanal. Ja, oder? Hey, hallo. Hi. Hey, ihr seid ja schon da. Schön schön euch zu sehen. Absolutely. Welcome. Ja, wir starten heute mit etwas ganz Neuem, etwas ganz Frischem ins neue Semester hinein. Good news. Ja, wir wollen einfach gute Nachrichten verbreiten. Wir wollen erzählen, was läuft großartig an unserer SRH. There's so many things that nobody ever hears about. Like, we don't even hear about it all the time. So we thought it's time that we share it with everyone. So here we are. Ja, und wir waren so dankbar, dass wir so tolles Material bekommen haben. Dass wir einfach gesehen haben, ey, was geht denn hier ab? Was passiert hier? Was gibt es für tolle Projekte? Was haben wir für großartige Studierende? Was haben wir für großartige Kollegen? Was kommt da zusammen? Das ist fantastisch gewesen, oder? Absolutely. It was a lot of work sorting through everything and figuring out what we want to say about it because there's so much to tell. But I hope we can cover everything important. Und wir möchten Sie und wir möchten euch heute einladen auf so eine kleine Reise mit uns durch die SRH Berlin University of Applied Sciences und auf die tollen Dinge, denen wir dort begegnen werden. Wir sind aufgeregt, bleibt dran und wir freuen uns, wenn wir Feedback bekommen. So, let's get started, right? Ja. So obviously something that's on everybody's mind right now is the situation in Ukraine. It worries us greatly, as it does everyone. We're hopeful and trustworthy that it will come to a peaceful solution, but many of our colleagues and our staff have been, and even students, have been directly affected by it, which is terrible. That's why as an institution, we thought it's important to also deliver a contribution. A couple of the things we did is the fundraiser. I guess you took part as well. So we asked all of our colleagues throughout the entire SRH organization to donate money personally. And as an institution, we managed to say every donation gets sort of doubled by SRH. So in the end, it was great. I think we got about 125,000 euros just from our colleagues. Which then not only got doubled by SRH, but actually, rounded up. So we managed to donate 300,000 euros to Deutschland Hilft, which I think is an amazing result. But not only that, because we also wanted to do something directly for potential students. So we're offering multiple scholarships for students from the Ukraine, and even a scholarship for a Russian student, which I also think is a really great solution. And another thing that I think is really great is that we're offering refugee students from Ukraine to join lectures for free at SRH. Because I think it's important, and we all think it's important, that even when people are in a different place, out of necessity, that they can continue learning and continue to develop themselves. So I think that's amazing. Another thing that I think is really great is that some former students of ours have set up a website called Shelter in Berlin, and they actually did it for different cities as well. We'll link it below. And through this website, Ukrainian refugees can actually find a place to stay with a German family or a Berlin-based family, and the other way around as well. So if you're wanting to host, you're interested in hosting a Ukrainian family, go to Shelter in Berlin. We'll link it below. And you can apply to host a refugee family, which I think is an amazing initiative. Absolutely. So. Migration und Flucht sind Themen, die uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben. Sie werden uns in den nächsten Jahren weiterhin stark beschäftigen. Und ich freue mich ganz besonders, ein Projekt vorstellen zu können, das 12 Studierende aus dem Studiengang Journalismus und PR an der School of Popular Arts, der SOPA, produziert haben. Sie haben einen mehrteiligen Videopodcast produziert, der heißt Aufgenommen, Integration und Migration neu denken. Und in diesem Videopodcast haben sie unterschiedliche Themen zum Thema Integration, Migration und Flucht zusammen mit Expertinnen diskutiert und einem breiten Publikum zugänglich gemacht.
Denn diese Themen müssen ja in die Mitte unserer Gesellschaft ankommen. Wir müssen alle Menschen, alle Bürgerinnen dabei begleiten und auch helfen zu lernen, wie wir mit diesen Themen umgehen, wie man sich selbst engagieren kann, wie man Teil von etwas werden kann, wo man dann vielleicht nur denkt, was habe ich denn damit zu tun? Und das haben diese Studierenden in diesem Videopodcast-Projekt aufgenommen, Integration und Migration neu denken, unter der Leitung von unserem Kollegen Michael Beutner auf den Weg gebracht. Die Videos sind zusammen in der Kooperation mit den Culture Coaches entstanden. Culture Coaches ist ein Projekt, das es seit 2019 hier in Berlin gibt, die sich für Transkulturalität durch eine gemeinsame Kultur- und Wertevermittlung einsetzen. Die Videos sehen wir dort und ganz spannend und ganz großartig finde ich, dass sogar die UFA gesagt hat, dieses Projekt ist so großartig, dass wir es Backstage begleiten wollen, ein Making-of-Video machen, das auf den Kanälen der UFA ab April zu sehen ist. Ich freue mich sehr über dieses Projekt und möchte auch ganz herzlich Dankeschön sagen für dieses tolle, für dieses starke, für dieses zeitgemäße Projekt. So, our next topic actually involves escape rooms. Oh, Escape Rooms machen mir echt Angst. Ich glaube, ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, um sozusagen locker mit umzugehen. Was hat es damit auf sich? This is a completely different kind of escape room. Okay. Yeah. No, so there's a Berlin-based organization called Active Philanthropy. And what they try to do is they connect philanthropists, so that's like people who spend their money, people or organizations who spend their money for the common good, and they want to connect those to climate NGOs. Was haben wir damit zu tun? Well, here it goes. So our students from our MA Social Design and MA Strategic Design got this challenge. So how can we connect this topic to the people and how can we bring it more into the mainstream? So there were several teams, I think there were 5 teams who all came up with ideas, and there's one idea, that's where the escape room comes in, that I'd like to highlight. So this was under the guidance of Professor Kleiner and Professor Androschi. And the students came up with a climate escape room. Ich finde das total spannend, weil einer der Slogan der School of Popular Arts, und das trifft auf die Berlin School of Design and Communication, also da findet das Projekt statt, galt war immer, wir nehmen Unterhaltung ernst. Und das ist doch ein total schönes Thema, auch bei unserer Hochschule, dass wir eben jetzt auch um sozial verantwortliche Themen geht, Exactly. das einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen und das unterhaltsam, ohne trivial zu werden. Das finde ich ein ganz tolles Projekt, das das nochmal zeigt. Exactly as you say, escape rooms are pure entertainment, but this has a societal function. It's a really cool project, and it's available for companies who want to, connect more with environmental and climate issues. And these organizations using this package, using this escape room package, can actually have a look inward. Like, how do we, as an organization, look at sustainability? What we're doing in terms of sustainability. Yeah, so if you're as excited as we are about this, have a look in the show notes. We'll link the project, and you can have a look for yourself. Ich glaube, du hast meine Angst vor Escape Rooms gelöst und Katrin und Julia auch so. Also herzlichen Dank dafür. Ganz schön rasant so Escape Room, meine Güte. Du, ich hol was zu trinken. Was trinkst du? Pepsi oder Coke? Pepsi, actually. Echt? Ja. Warum? I don't know, I like the branding. Oh ja, That's das what ist it's all toll. about. Ja, aber hat das was mit unserer Hochschule zu tun? Actually, nice segue. It does. So there's a really cool cooperation. Pepsi has been moving forward with a more sustainable business, incorporating sustainability into their business model. And for that, we partnered up with Pepsi and a Hamburg agency called Factor 3 to sort of bring this message of sustainability and all the sustainability efforts from Pepsi to the public. So this is part of our Bachelor Web Development program. It's run by Bettina Borchardt, our professor, and our other professor, Gabor Kovac. And what they did was engage students who come up with like an interactive way for people to communicate with Pepsi's sustainability topic. Das ist ein super spannendes Projekt. I know, it's really cool. Werbung und Nachhaltigkeit. Man denkt ja immer, trau der Werbung nicht. Will dir einfach nur was verkaufen. Ja. Und so kommt man mit den Mitteln der Werbung dahin, zu sagen, hey, setzt euch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Und auch so ein großer Konzern
kann eben für Nachhaltigkeitsstrategien stehen. Exactly. And obviously we're happy to support it. And our students are. So they come up with this really cool thing. It's an interactive experience. It's on a flat screen, touch screen, where people can actually, it's almost like a quiz, where people can answer questions about how they think the sustainability works and actually experience more about everything that Pepsi is doing. So. Das ist total cool, weil es auch zu unserem Core-Prinzip passt. Wie wir unterrichten, dieses interaktive Moment, dieses nicht Frontalunterricht machen, sondern Studierende reinzuholen, sie zu empowern, ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, mit spannenden Partnerinnen was zu tun. Ja. Das ist ein tolles Projekt, das genau das zeigt. And actually real-life projects, not just theory. So, very cool. As always, more information below. So I've actually been thinking about buying a piano, well, electric piano, I don't have space for a Steinway. I guess I'm a bit rusty, but as soon as I'm really good, maybe you could join as a singer, you have a beautiful voice. Es ist wahnsinnig lieb, lieber Philipp, aber ich bin wirklich der schlechteste Sänger der Welt. Es ist total irre. Aber am 11. und 12. Februar hat hier das 3. Symposium stattgefunden. Ein Symposium, in dem es um die Gesangsstile und die Gesangsausbildung in den populären Stilen geht. Das leitet Professor Mark Secara, unser Kollege von der SOPA, von der School of Popular Arts. Und das waren 2 unglaublich tolle Tage. Du hast Gesangslehrerinnen gehabt, du hast Sängerinnen gehabt, ja? Aber du hast auch viele gehabt, die in Vorträgen über Konzepte, über Lösungen, über Probleme in der Gesangsausbildung gesprochen haben. Ganz großartig. Kurt Elling. Kurt Elling ist Grammy Award Gewinner, ja? Er ist ein Downbeat Jazzsänger und der hat die Keynote gehalten. Das war unfassbar inspirierend, ja? Es gab Meisterklassen, es gab Workshops, es gab Podiumsdiskussionen und lustigerweise eine dieser Podiumsdiskussionen, da durfte ich dran teilnehmen und da gab es einen Typen, der hatte eine Frisur wie ich. Alec Völkel von The Boss Horse, ne? Die Berliner Pop-Country-Rock-Band. Und das war großartig. Schade war, dass ich war im Zoom, ja, und er saß auf der Bühne und so weiter. Das war großartig. Und natürlich kam die Musik nicht zu kurz. Ja. Und es waren ganz viele Konzerte von Studierenden aus der SOPA, die am Piano begleitet worden sind. Von Bernard Abadanier, ja, und unter anderem ein wirklich tolles Konzert von Claudia Santoso. Kennst du Claudia Santoso? Yeah, did she win the Voice of Germany a couple of years ago? Ja, genau. 9. Staffel, Voice of Germany 2019. Und sie hat gesagt, klar, ich habe die Staffel gewonnen, aber ich möchte studieren. Und wo möchte ich Gesang studieren? Ja, wo möchte ich Musik studieren? An der School of Popular Arts. Is there any other place? Na, natürlich nicht. Was denn sonst? Und das war toll. Das waren wirklich 2 so inspirierende Tage. Max Secara und unser Team haben eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Weißt du, wir haben es ja live geplant. I'm really sorry I had to miss this. Ja. Is there any way to, see it again? Ja, es gibt Videomitschnitte, es gibt eine Website dazu, wir verlinken das alles in den Shownotes, wir haben ein paar Fotos mitgebracht, die ihr jetzt im Hintergrund seht und es war einfach inspirierend. Schaut es euch mal an und da war ich total happy, dass wir das sozusagen an unserer Hochschule haben. Ja, sounds really cool. Weißt du, Philipp, was ich überhaupt nicht mag? Tell me. Wenn Dinge, die gut sind, die ich gut finde, aufhören. Yeah, but there's an end to everything, right? Ja, leider. So enden auch heute die Good News. But, we're coming back. Ja, einmal im Monat werden wir kommen, in der ersten Woche im Monat, mit vielen Good News, die in unserer wunderbaren Hochschule überall herumliegen, überall produziert werden. Yeah, for example, next time we'll be talking about our new campus. Wir fahren nach Hamburg, schauen uns den Campus in Hamburg an, aber nicht nur das. Yeah, we also are going to cover the Berlin School of Technology. Super exciting stuff. Ja, wenn ich über die Berlin School of Technology nachdenke, denke ich bin im Labor für die Zukunft. Ich habe das Gefühl, ich bin schon 10 Jahre Zeit voraus und hebe mit Michael Hartmann und seinem Team ab in den Space. So what are we going to do now? We're going to go for beer? Ich glaube schon, wir sollten jetzt einfach mal den Abend ausklingen lassen, ein bisschen drüber sprechen, was nächstes Mal kommt. Oh, there's so much. Wie du besseren Kaffee machst, das finde ich auch eine wichtige Nummer. Ich würde dir gerne helfen, aber weißt du? Thanks. Ja, weil die Geschichte hat mich schon schwer getroffen. Ey. Neue Maschine sofort kaputt. Ja, Jungs, ich jetzt langsam, komm, das reicht für heute. Alright, he's not invited. He's absolutely not invited.